Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Ja, hallo. Heute würde ich ganz gerne zu einer Veranstaltung sprechen, die wir letzte Woche, genauer gesagt am 15. März 2022 durchgeführt haben. Und zwar wir als Fraunhofer unter der Schirmherrschaft, also gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und vielen unserer Forschungspartner aus diversen Projekten zu einem ganz relevanten Thema, nämlich der fairen Datenökonomie. Und ich möchte vielleicht einerseits den Begriff fair etwas in diesem Zusammenhang beleuchten und dann kurz darauf eingehen, was eigentlich die wesentlichen Ergebnisse dieser Veranstaltung waren. Wenn wir mit dem ersten Punkt anfangen, ist einfach zu sagen, dass der Begriff fair natürlich doppeldeutig gemeint ist. Da haben wir uns auch bewusst zu entschlossen, denn der Begriff fair ist gerade, wenn man von Forschungsdaten spricht, sehr eindeutig belegt. FAIR ist nämlich ein Akronym und steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Und diese Prinzipien sind Leitlinien dafür, wie man mit Forschungsdaten umzugehen hat. Das ist besonders wichtig, weil häufig Forschungsdaten ja erzeugt werden in Projekten, die mit Steuergeldern finanziert werden, wo also die Allgemeinheit ein Interesse daran hat, dass diese Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und auch wiederverwendbar sind. Also wir müssen letzten Endes halt die Daten, die aus der Forschung kommen, grundsätzlicherweise über diese FAIR-Prinzipien halt zur Verfügung stellen. Und da gibt es eben halt in Deutschland, aber auch in Europa, aber insbesondere in Deutschland eine ganz große Entwicklung, die unter dem Begriff der nationalen Forschungsdateninfrastruktur firmiert und die genau das Ziel hat, die verschiedenen Forschungsdaten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen eben über diese Prinzipien halt verfügbar zu machen. Das ist das eine Verständnis des Begriffs fair. Auf der anderen Seite haben wir natürlich alle unabhängig von diesem Fachterminus ein Verständnis davon, was fair heißt, nämlich im Sinne von gerecht oder ausgewogen. Und auch das ist wichtig, wenn wir uns um die Datenökonomie kümmern, denn die Datenökonomie wird dann gut funktionieren, wenn sie den Prinzipien einer sozialen Datenmarktwirtschaft folgt. Das heißt, wenn sie die verschiedenen Interessen der Akteure in der Datenökonomie austariert und in Balance bringt. Und diese Interessen sind insbesondere diejenigen von Datengebern, die ein Interesse daran haben, dass ihre Daten nicht missbraucht werden, dass sie nur zu bestimmten Bedingungen, die sie selber definieren, von Dritten verwendet werden können. Und auf der anderen Seite von Datennutzern, die natürlich ein Interesse daran haben, dass die Daten aus vertrauenswürdigen Quellen kommen, dass sie nicht belastet sind mit Rechten von Dritten und dass man sich auch darauf verlassen kann, dass diese Daten durchaus auch richtig sind. Und insofern war es ganz schön, dass wir diese beiden Interpretationen oder Bedeutungen des Begriffs mal zusammengebracht haben. Warum? Weil es nämlich darum geht, dass wir, und jetzt komme ich damit auch zu den Kernergebnissen dieser Veranstaltung, erstens darum geht, dass wir die Grenzen zwischen dem Wissenschaftsraum und dem Raum der Wirtschaft überwinden, wenn es darum geht, Daten gemeinsam zu nutzen, weil wir in ganz vielen Domänen einfach sehen, dass Innovation nur dann entsteht, wenn man die Daten kombiniert. Also wenn wir beispielsweise an das Gesundheitswesen denken, dann müssen wir Daten aus der Forschung, aus der Wissenschaft kombinieren mit Nutzungsdaten von uns allen, natürlich unter anonymisierter und in datensouveräner Form, damit wir letzten Endes alle besser dran sind. Und genauso etwas sehen wir in den Materialwissenschaften oder im Mobilitätsumfeld. Das war das erste Ergebnis. Also wir müssen diese Grenzen überwinden und da haben wir auch dankenswerterweise vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Projekt gefördert bekommen, was es auch schon tut, das sogenannte Fair Data Spaces Projekt. Der zweite wesentliche Punkt, den wir herausgearbeitet haben, war, reden ist gut, aber machen ist besser. Es gibt ja diesen Spruch, der nicht von mir kommt, den hat sich jemand anders ausgedacht, ich finde ihn trotzdem super. Machen ist wie wollen, nur krasser.
Und ja, das ist das Gebot der Stunde. Wir haben alles, was wir brauchen da, alle Technologien, alle Konzepte, alle gemeinsamen Verständnisse eigentlich da. Jetzt müssen wir es halt tun. Und das ist der dritte Punkt. Das kann niemand alleine, das kann weder Fraunhofer alleine, das kann weder die NFDI alleine, sondern wir müssen eben uns gemeinsam zusammentun. Und deshalb war es auch eine ganz tolle Sache, dass so viele verschiedene Interessensgruppen und Projektpartner und Ökosystemparteien dabei waren. Und ich bin guter Dinge, dass es uns gelingt, das Motto "Machen ist, wir wollen nur krasser" jetzt auch umzusetzen.